Hallo Leute, willkommen hier auf dem Creative Network YouTube-Kanal. Mein Name ist Toby, aka Gen X Reloaded, und ja, ich habe euch ein Spiel mitgebracht mit dem Namen The Darkest Files. Da ich so ein kleiner Geschichtsfan bin, ist mir das Spiel natürlich gleich aufgefallen, als ich vor einiger Zeit einen Trailer dazu gesehen habe. Und ich werde das wahrscheinlich auch definitiv auf meinem Kanal spielen, wenn die Demo das hält, was der Trailer versprochen hat. Und ja, ich wollte euch das mal zeigen, euch das mal präsentieren und hoffe, dass es euch auch gefällt. Vielleicht wäre das ja was für euch und deswegen würde ich hier gleich mal reingehen. So. Ja, Einstellung müsste ja eigentlich alles so German, deutsche Sprache. Aber ich glaube, das ist nur Untertitel und halt Menü. Ich kann die Musik ein bisschen runterdrehen. So, gut. Und dann würde ich sagen, starten wir. Mal rein in den Aal. Nee, das war falsch. Ja, starten wir. Achso. Ja, ich hatte kurz angefangen, aber wir spielen natürlich von vorne. Aber ich habe wirklich nicht, habt ihr auch gerade gesehen, das war nicht so lange. Ja, weil ich halt so gespannt auf das Spiel war. Ich freue mich da echt, seitdem ich das gesehen habe. Und wir spielen natürlich den Story-Modus. Der hier ist Fritz Bauer, ein ehemaliger Oberstaatsanwalt in den 50ern. Also eine historische Person, also den gab es wirklich und war zum Beispiel sehr in die Entführung von Adolf Eichmann nach Israel beteiligt. Adolf Eichmann, derjenige, der ja, die quasi die Übersicht damals hatte im Dritten Reich über die Verfolgung von Systemfeinden, um das mal so zu sagen. Und ja, eine sehr bekannte Persönlichkeit der deutschen Geschichte und sehr spannend auch, selber auch logischerweise. Man sieht ja, dass er zu der Zeit, das Spiel fängt 1956 an. Zu der Zeit sieht man auf dem Bild, war er schon ein bisschen älter. Der zur Zeit des Dritten Reichs gehört er zum Widerstand und ja, hat sich dann vorgenommen, auf die Fahnen geschrieben, gegen halt die Nazis, die alten Nazis anzugehen. Und ja, hier steigen wir ein. Ja, die Ereignisse in unserem Spiel beruhen auf wahren Verbrechen, die während der Nazizeit begangen wurden und in der jungen Bundesrepublik Deutschland verfolgt wurden. Mit Ausnahme von Fritz Bauer sind die Namen aller Beteiligten geändert worden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit existierenden Personen gleichen Namens sind rein zufällig. Also im Prinzip noch mal das, was ich gerade gesagt habe. So. Frankfurt, West Germany, 1956. 11 years after the end of World War II, many crimes of the Nazi era still go unpunished. The perpetrators of these crimes are walking free. Many judges, prosecutors, and police officers have already served under the Nazis. Now they have no interest in prosecuting their former comrades for actions similar to their own. For the victims of these crimes, this is unbearable. To end this, Attorney General Fritz Bauer establishes a special unit of young prosecutors with no ties to the old regime. I am Esther Katz. I am one of these prosecutors. We are investigating Nazi crimes and bringing perpetrators to justice. Not to avenge, not to heal, but to show that there are laws that apply to all.
It doesn't make us popular. Most want to forget. Some want us to shut up. But they cannot stop us. Nothing belongs to the past. Everything is still present and can become the future again. Previously on The Darkest Files. Miss Katz, welcome to the front line. I believe I have the perfect case for you to start with. Hans Naumann, an older gentleman, shot just before the end of the war. According to the victim's wife, her husband was taken by a uniformed man for no reason. I suggest you invite the widow to give a statement. Mrs. Naumann just arrived. I showed her to the conference room. I know it's not easy, but please take me through the day your husband was taken. It was in April 45, only days before the Americans came. Hans was upstairs when the doorbell rang. There were two men. Hans came down and asked them what they wanted. Then everything happened so fast. The small one said they'd let him go if our son would turn himself in. Then they just herded him out, like an animal. This was the last time I saw him alive. Hans was innocent. They killed him, and that's murder. No matter what they call it. Please, Miss Katz, will you find the man? Paula, I need you to invite a potential witness. Of course. Who should I reach out to? Please invite Mr. Kiebitz. Der Rebell. Fritz Bauers Büro beschäftigte 200 Staatsanwälte, bevor er ein jüngeres Team gründete. 11. Oktober 1956, der erste Verdächtige. 1956, übrigens, für die es interessiert, das Geburtsjahr meiner Mutter. Aber okay, das ist nur Fun Fact nebenbei. Ja, dann starten wir mal rein. Neues Tutorial. Grundlegende Steuerelemente. Ja, das... Übrigens, also... Gewohnte Steuerung. Gut, wo bin ich überhaupt? Looks more like somebody's home than a prosecutor's office. Ja, Entschuldigung, falls ihr das hört im Hintergrund. Das ist meine Katze. Also nicht die Frau Katz, die wir hier spielen, sondern meine Katze. Der es nicht gefällt, dass ich gerade keine Zeit für sie habe. Ah, dann sitze ich hier. Boah. So. Gut, ich denke mal, das ist das Archiv, da muss ich hin. Archive. Not where I should be now. Good morning, Miss Katz. Hi. Referenzraum. Hier, nächster Katze ist mein Büro. Aber wir sprechen erstmal mit Paula, hieß sie, glaube ich, ne? Miss Katz, is there anything I can do for you? Paula Fischer. Ja. Paula, any new files for me? I left them on your desk, Miss Katz. Yesterday's transcript is also attached. If you could please read it to see if everything is correct. Okay. Anrufe? Did anybody call me while I wasn't here? Oh, and there was a call for you. Asked for you to call back. I wrote down the number, left it with the files. I'm afraid he didn't give a name. Okay. An older man, I'd say. Sounded very proper, even if he did ignore my questions.
ist aber wirklich sehr leise. That will be all for now. Thank you, Paula. Always happy to help. Okay. Gut, dann gehen wir mal ins Büro. Ja. Groß und dunkel. Groß und dunkel. Wie hier. Ich kann mich besser erstmal hinsetzen. So, der erste Zeuge wird im Laufe des Tages ankommen. Ich habe einige Dokumente zu Ihrer Akte hinzugefügt. Außerdem hat ein Mann für Sie angerufen und eine Nummer hinterlassen. Leider hat er aufgelegt, bevor ich seinen Namen erfahren konnte. Bitte fragen Sie, falls Sie noch etwas benötigen. Paula. Dein Notizbuch enthält deine aktuellen Aufgaben. Übersichten über Charaktere und mehr. Du erreichst es über das Kreismenü oder über Tab. Hier ist also mein Fallakte, Notizbuch. Dringende Aufgaben. Postfach nachsehen, mit Herrn Bauer treffen, den ersten Verdächtigen verhören, sobald er da ist. Neue Dokumente in den Fallakten lesen, die von Paula notierte. Die Nummer anrufen. Als erstes. Who do I want to call? Ja, Nummer. Hello? Father? I didn't expect you'd call me here. Oh, Esther, my dear, so good to hear you. Did you settle in all right? Somehow, I doubt you just called to check up on me. There's my smart girl. Do you remember our little talk? It must have been last month. Please, don't start again. I'm not interested in family law. It's a good offer. Bergmann, Kranich and Partner is a well-known, respectable firm. Many would kill for a chance to work there. And Bergmann is one of my oldest friends. He'd make sure your talent doesn't go wasted. Ich habe doch einen Job. I'm afraid I'm not looking for another job right now. Unfortunately, I know. It's why I have to do it. Nee. Esther, let me be very frank with you. I am proud of you. I really am. A prosecutor at your age, with the view on women on our line of work being what it is, I'd have to be a fool not to. But your mother and I, we are worried. Do you have any idea what they say about Bauer? Ich kümmere mich nicht Gerüchte. Dad, I don't care about his private life, and I don't listen to rumors. If that was his only flaw, Esther, the man's fanatic. You must see that. Listen to your father. Leave. Nothing good will come from this. I make my own decisions now, Father. No, Essie. I must apologize. I did not mean to get so passionate about this. I'm just worried. You don't know how important one's reputation is. And if people start to associate you with that man, I just want what's best for you, Essie. I know, Dad. I'm proud of you. I know I already said that, but I really am. Like you can't imagine. Okay. Gucken wir uns mal die Fallakte. Ja. Polizeibericht. Am 10. Mai 1945 wurde der Polizei eine Leiche in einem Waldstück bei München gemeldet. Der Verstorbene wurde als Hans Naumann, 77 Jahre alt, identifiziert. Die Autopsie ergab, dass er durch einen Schuss von Kaliber 7,65 mm Browning in die Stirn aus nächster Nähe getötet wurde. Es wurden keine weiteren Verletzungen festgestellt. Die Witwe des Opfers erstattete am 8. August 1945 Strafanzeige gegen Unbekannt.
Sie hatte beobachtet, wie 2 Männer ihren Mann am 28. April 1945 abholten. Er galt seither als vermisst. Die 4 Verdächtigen, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Opfers identifiziert worden waren, wurden verhört. Alle Verdächtigen sagten aus, dass das Opfer des Hochverrats schuldig war und daher rechtmäßig hingerichtet wurde. Die Beurteilung, ob ein Verbrechen begangen wurde, liegt in der Verantwortung der zuständigen Staatsanwaltschaft. Okay. Polizeirevier 24, PO 35142, 8000 München. Also 8000 München. Staatsanwalt München, Punlinstraße 52 West, 8000 München. Ja, das waren noch die alten Postleitzahlen, die werden viele von euch wahrscheinlich kennen. Da waren die noch 4-stellig. Und dann kam Rolf die Hand und hat uns 5-stellige Postleitzahlen gegeben. München, 12. Januar 1947. Amtliches Aktenzeichen 4HN 1945 Strich 28-4. Verantwortliche Person Wagner Manfred. Sehr geehrter Herr Baustian. Die Ermittlungen zum Tod von Hans Naumann aus München haben ergeben, dass er einem Gewaltverbrechen zu einem Opfer gefallen ist. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten Aktenbericht. Wir konnten 4 mögliche Verdächtige identifizieren, die mit dem Verschwinden des Opfers in Verbindung stehen. Faltmann Alfred, Kiewitz Hermann, Schickert Karl und Schwarz Herbert. Die polizeilichen Ermittlungen gelten damit als abgeschlossen und wir übergeben den Fall hiermit offiziell an Ihre Staatsanwaltschaft. Sollten bei der Prüfung der Anklageschrift Fragen auftauchen, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Okay. Achso. Vernehmungsprotokoll. Erster ist der also Vernehmungsprotokoll vom 7. November 1946, Zeuge Herbert Schwarz. Ich werde dir jetzt P und H nennen. P fragt, bitte erzählen Sie mir, was am 28. April 1945 passiert ist. A antwortet, ich erinnere mich, dass mein geschätzter Kollege Alfred Faltmann, Gruppenleiter der Ortsgruppe 1, die mit der Ergreifung des Verbrechers beauftragt war, in mein Büro kam. Er sagte mir, dass sie den Verräter geschnappt hätten und gab seinen Bericht über die Verhaftung ab. Ich ging zusammen mit Herrn Faltmann hinaus auf den Flur. Bei Verbrechen dieser Größenordnung gab ich immer den gleichen Befehl. Den Befehl zur Hinrichtung. Dann wies ich meinen Fahrer an, mit mir in mein Büro zu kommen. Die anderen gingen zu den Gefangenen, um meinen Befehl wie gewünscht auszuführen. P fragt, Ihr Fahrer? Weshalb? Antwort von H. Es gab bereits Unruhen im Land wegen der Amerikaner, die wie die Fliegen ins Land strömten. Ich wollte mit meinem Fahrer alternative Routen vereinbaren, um diese Amerikaner zu umgehen und trotzdem zu meinem wichtigen Termin zu kommen. Kurz darauf klopfte es bereits an der Tür und Ortsgruppenleiter Faltmann berichtete mir, dass der Aufständische erfolgreich hingerichtet worden sei. Okay. Offizieller Befehl. Deutsche nationale Kameraden. Entschuldigung, das wird ein bisschen schlecht. In dieser schwersten Zeit für unsere Nation ruht mehr denn je die Verantwortung für das Schicksal Deutschlands auf unser aller Schultern. Alle Deutschen sind aufgerufen, gegen die Verräter in unserem eigenen Land zu kämpfen. Der Widerstand ist zu entwaffnen, die Aufstände müssen niedergeschlagen werden. Jeder, der Maßnahmen propagiert oder gutheißt, die unseren Widerstand gegen den Feind schwächen würden, ist ein Verräter und muss erschossen werden. Jeder Versuch des Ungehorsams muss mit der sofortigen Entfernung aus allen öffentlichen Ämtern und Ausschluss aus der Partei beantwortet werden. Der Name Deutschlands wird nicht befleckt werden. Ich vertraue auf Ihr Vertrauen, Ihre absolute Loyalität und Disziplin. Helmut Sülbrig, Gauleiter, Gau München, Oberbayern. Heieiei. So, was haben wir hier noch? Staatsanwalt München, Ludmilla Naumann, Platz 4, auch in München.
München, 21. März 1947. Und 21. März, falls es jemand interessiert, ist der Geburtstag meiner Mutter. Nicht 1947, aber 1956. Random Fact. Wup, wup. Vorläufiges Verfahren. Wegen Totschlag. Sehr geehrte Frau Normann. In dem oben genannten Verfahren haben wir folgende Entscheidung getroffen. Das Verfahren wird gemäß Paragraph 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt. Gründe: Das Opfer, Hans Normann, war ein kommunistischer Aufständischer, der in einer Kriegssituation hochverräterische Aktionen durchgeführt hat. Die vom Kreisleiter angeordnete Hinrichtung wurde nach dem zum Zeitpunkt des Verbrechens geltenden Recht vollstreckt. Gezeichnet von Bastian, Staatsanwalt. So. Kann ja wohl nicht sein. Im Namen des deutschen Volkes, in dem Fall von Jan Naumann, 2. Januar 1917 in München, arbeitslos, ledig, Wohnort Abstraße 12 in München, verhaftet am 28.04.1945, derzeit im Gewahrsam des Bezirksamts der NSDAP. Wegen Beteiligung an Hochverrat ist der Gefangene als Verräter am deutschen Volk sofort hinzurichten. Gründe: Der Gefangene Jan Naumann wurde als Täter einer organisierten Operation erkannt, der vorsätzlich darauf abzielte, den Widerstand des Volkes gegen die Invasionstruppen zu schwächen. Ja, aber das ist ja Jan Naumann. Okay. So, jetzt kann man hier noch die Uniform sehen. Politischen Leiter, halt Gauleiter, Deputy Guide, also ja. Stellvertretender Arbeiter, ja. Die von der Armee und die von der deutschen Polizei damals. Großartig. So, das sind die Verdächtigen. Die haben wir gerade schon gesehen. Alle aus München. Und da haben wir... Herbert Schwarz ist bereits verstorben. Haben wir noch Karl Schickert, Hermann Kiebitz und Alfred Faltmann. Das sind die Transkripte, also... Gut. Heidewetzka. War jetzt ja einiges. Okay. So, das habe ich erledigt. Das habe ich erledigt im Postfach nachsehen. Nicht im Postfach nachgesehen? Frankfurter Stimme. Bauers Hexenjagd. Unfall. Ja. Miss Katz, Mr. Bauer wants to talk to you. Oh, any idea why? I am sure he just wants to hear the latest update from you. He also said he wants to make sure you are properly prepared. Properly prepared? What does he mean by that? I have a hunch, but it's best to ask him that yourself. Thank you, Paula. I'll be joining him in a minute. So. Frankfurter Stimme, unabhängige Tageszeitung. Bauers Hexjagd. Kurilenstreit. So, das sind zwei verschiedene. Bauernhexjagd. Unverantwortlich und der Stabilität des Staates abträglich. Mit diesen Worten beschrieben Abgeordnete im Hessischen Landtag letzte Woche Fritz Bauers Tätigkeit als Generalstaatsanwaltschaft. Einige lokale Abgeordneten der CDU forderten seine sofortige Entlassung. Natürlich. Angesichts der Tatsache, dass mit jedem seiner unüberlegten Fälle mehr Menschenleben in Unordnung geraten, stellt sich die Frage, was wird der Preis für Bauers fanatischen Kreuzzug sein und kann Deutschland es sich leisten, ihn zu zahlen? Ja. Und dass ich jetzt da gerade bei der CDU natürlich gesagt habe, ist halt einfach zum einen der Zeit geschuldet, da natürlich viele Leute, die während der Nazizeit vielleicht Anhänger der NSDAP waren, so wie die meisten oder viele, weil das ja da ein Zwang war, stellenweise, die sind dann natürlich eher zur CDU gegangen. Also nicht, weil die CDU jetzt mega rechts ist, sondern eher konservativer. Damit können halt natürlich
Leute eher was mit anfangen, die eher dem rechten Spektrum anhängen. Deswegen. So, und der Kurilenstreit. Japan setzt seine Friedensverhandlungs mit der UdSSR fort und versucht das zu vermeiden, was die Regierung von Premierminister Hatoyama die Adenauer-Formel nennen. Hauptstreitpunkt ist nach wie vor Moskaus Ablehnung der japanischen Ansprüche auf die von der Sowjetunion besetzten Gebiete Salachin und die Kurilen, deren reiche Fischgründe als entscheidend für das von Hungersnöten bedrohte Land bezeichnet wurden. Ach. Na gut. So. Dr. Fritz Bauer. Hello, Miss Katz. Any news regarding the Naumann case? Unvorhergesehenes. Yes, I think so. After talking to Mrs. Naumann, it seems like Hans Naumann was indeed innocent. The men were looking for his son, Jan Naumann. When they couldn't find Jan, they took Hans instead, the father. I assume that's what Miss Naumann told you. But are you sure she is telling the truth? According to the files, the man they were looking for had climbed up a flagpole, torn down a flag, and beaten up a block warden when he was caught in the act. Hans Naumann was 77 years old at the time. Of course, there are older men who are in good shape, but... Pulling down a flag and beating someone up seems unlikely. I understand. Yes. I see, but why did the man take him, if they knew he was innocent? Naja, Druckmittel. Das Geisel genommen. According to Mrs. Naumann, they took him as a hostage. They were hoping his son, Jan, would surrender once he learned that they had his father. Highly illegal, even back then. Not uncommon, though. But why did they shoot the old man? Naja. Weil die einfach jemanden erschießen wollen? Ja. Oder vielleicht, weil der Schwarze den Befehl ja unterschrieben hat, das ja auch gar nicht. Der hat den ja gar nicht gesehen. Der hat vielleicht nur einfach gehört, dass der Naumann festgenommen wurde. Und ja, der Jan Naumann hat ja logischerweise den gleichen Nachnamen wie Hans. Aber wissen tue ich das doch nicht. That I don't know yet. But I believe this is definitely a case for us. It is indeed. We need witnesses. I'd start with the names mentioned in the files of the first investigation. I've already invited Hermann Kiebitz to join me later this afternoon. Excellent. Let's get this case to court, Miss Katz. And be mindful of time. We do not have nearly enough of it here. Once you hear from all witnesses, we need to move to court quickly. Since you have never led a case before, I want you to be prepared. Mr. Peters has agreed to look over your shoulder and help you out. Present your findings, prove your claims. It will help you to familiarize yourself with the ins and outs of court. We cannot afford to fail at court, and preparation is the key to success. I'll do what I can. Ja, ja. So, was muss ich machen? Den ersten Verdächtigen verhören, sobald er da ist, mit Simon Peters drin. Staatsanwalt. Christoph. I should meet with Peters. Nehmen wir ein Schild dran? What? Hallo. And hello to you too. Right. Sorry. Mr. Bauer told me we should work together. Right. The court preparations. Paula has already given me the protocols of yesterday's interrogation. I haven't got around to reading it yet,
but there is no point discussing it before you've met the witnesses anyway. Peters, Katz? thank you for thinking I'm a total beginner. Oh, you're welcome. Someone has to do it, since Mr. Bauer apparently overestimates your abilities. And while we're at it, don't forget to bring some evidence. I don't want us to improvise the whole thing. That's obvious, Peters. Good. As soon as you think you're ready, come by and we'll get it over with. What does she want now? Yes, Paula. Excuse me, Mr. Peters, but I have a message for Miss Katz. I'm listening, Paula. The witness you asked me to contact, Hermann Kiebitz, just arrived. Wie wirkt er? What was your impression of him? Ordinary man. A bit, how do I say this best without seeming unprofessional? If you two could stop chatting, some of us need to get back to work. Sure. Unpleasant. I think that's the right word. Unpleasant. Danke. Thank you, Paula. I'll be right with him. Die Zeuge ist da. Wenn immer Zeugen eintreffen, mit Paula dich darüber informieren. Ja, das weiß ich doch schon. So. Und dann zeige ich das auch noch. Also ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Good morning. My name is Esther Katz. A pleasure, miss. Could you tell me how long I have to wait for the prosecutor? Mr. Kiebitz, I'm the prosecutor here. Oh, modern times, I guess. How long will this take? Bis wir fertig sind. Danke. It will take as long as it takes. It's all right, miss. I'm just asking. Let's get started, shall we? This is about the arrest of Hans Naumann in Munich on April 28, 1945. According to a witness, 2 men picked up Mr. Naumann from his apartment. Were you one of them? You're pretty, you know that? Mr. Kiebitz, were you one of those men? No, I wasn't. We drove to the house. Then our group leader and Mr. Schickert got out of the car to arrest the man. Who? Then they tossed the old man into the car and headed to the district office. The district office. Where was it located? We just had moved it into the basement of an old brewery, still stuffed with beer bottles and barrels. District Leader Schwarz came out and gave the command. Einschalten. Das zeigt ein aktuelles Ziel sowie den Namen der Anwesenden in Erinnerung. Mann, wenn du nicht weiter weißt, drücke Space, also Leertaste, muss einzublenden. What command? What did he say? He ordered us to execute the man. Then he left. I felt uneasy. This wasn't right. Okay. What were your local group's responsibilities in the very last days of the war? We were responsible for all concerns and for many households within Munich. Above all, we tried to eliminate insurgencies. Okay. Ja, so wie das aussieht, kann ich hier wohl Hinweise finden. Da steht gerade 1 von 20. Hinweisen habe ich gefunden. Das ist natürlich gut. We followed group leader Falkman to the cell. There was tension. Änderungen integrieren. Ja, das hatte ich ja gerade schon. Interagieren. With the district office being a brewery, you helped yourself to the stocks? Of course not. How could you assume something like that? We may have had a drink or two, but never on duty. Natürlich nicht. Die nächste Frage, die ich hätte, ist, warum in München in einer deutschen Brauerei die Schilder auf Englisch sind. Also zu dem ja, ich glaube, heute ist das jetzt nicht mehr so ungewöhnlich, denke ich mal. Aber zu der Zeit? This must be the cell.
Ja. Was your local group in contact with other local groups? Just in Bavaria, there were 28 local groups. What? We were in constant contact with them. Okay. How did you ensure the energy supply? The district struggled to produce enough energy. There were frequent power failures. For emergency, we had a generator. If worst came to worst, we used oil lamps. Oh, sicher. We all entered the cell. Could you describe the cell? Very basic. Mattress, window, chair. Oh Mann, gruselig, Alter. So. What was Mr. Faltman doing? Group leader Faltman seemed to hesitate. He shared my concerns about killing the old sod. He told us to wait. Yet Schickert insisted. He referred to that new order about dealing with insurgents. He was such a stickler for the rules. He could be really annoying about these things. Mann. What did he say? He insisted that any delay would constitute treason. And treason must be reported, he said. The refusal to obey orders would be of interest for the Gestapo. Faced with this open threat of being denounced, we did not dare to act. Super. Dadurch. Were the compartments prepared to host prisoners? Kind of. We adjusted them so our prisoner could stay there for interrogations and not get out. For how long were the prisoners held in these cells? Mostly around a week. The tension was strong. Group leader Faltman ordered us to wait once more. But Schickert drew his gun and shot him. Wow. What the f... What weapons did the people present have? Standard issue equipment? We could wish. Those were the last days. We had almost nothing left. Rifles, pistols, ammunition. We had to use whatever was somehow left, or what we managed to get out of the ruins. Interesting. I should ask Paula if she can find any information about this. Heftig. Hatte ich mich auch schon gewundert wegen der Browning, mit der er erschossen wurde, weil das ja normalerweise zu der Zeit meines Wissens nicht die übliche Standardwaffe war. They must have had petrol to run the generator or to destroy evidence. Okay. Warte mal. Were there any other prisoners at that time? Obviously, yes. We had to put the traitors somewhere. We adapted part of the storage rooms as cells. Were summary executions common? In those days, yes. Das war so eine schreckliche Zeit, ey. I think I'm still missing something. How did Mr. Schwarz's office look like? Quite fancy given the circumstances. Leather chair, massive oak desk. District leader Schwarz cared about showing off. What were Mr. Schwarz's responsibilities as a district leader?
He was responsible for organizing relief measures for the party during air raids, coordinating local groups, providing food and emergency quarters. He had also found the brewery for us and organized the move. How was your relationship to Mr. Schwarz? He treated me fairly and friendly. I learned a lot from him. Okay. How was working under Mr. Feldman? Great. He was a good leader and a better man. It was a pleasure to work with him. Okay. Even if some people might have disagreed, we had our share of malcontents in the group. But he knew how to deal with them effectively. Interesting. I should ask Paula if she can find any information about this. Fragt mich nicht, warum das jetzt so verdammt leise war, als er gesprochen hat. What were your responsibilities in your local group? Most of the time I accompanied District Leader Schwarz and drove him when he needed a driver. He knew how to convey power and discipline. How did you and Mr. Schickert get along? He and I didn't have much to do with each other. We were just part of the same local group. He was no feast for the eyes, a cranky guy, strange. Always strict with his work, but annoying from time to time. He was obsessed with Prussian virtues. Preußischen Tugenden. Natürlich. Ja. Gott. Leckere Fett. Schrecklich. Schrecklich. Fahren hoch, die reindicht. Gott. Was Mr. Schwarz involved in the execution? He gave the orders, but the members of the local group were responsible for carrying them out. Surely you can't expect a busy man like the district leader to attend every execution in person. There was no execution order in the files I got. If it exists, I should check if I can get my hands on it. Ja, das wäre natürlich gut. Did Mr. Schwarz even get to see the victim Hans Naumann? Not entirely sure. He was in his office when we brought the perpetrator. The victim. The victim into a cell. If Schwarz didn't see the victim, did he know they had the wrong man? What did he know? Ja, wie ich gesagt habe, der hat ihn gar nicht gesehen. Und hat nur den Namen gehört. Und da die ja beide den gleichen Nachnamen haben, da einfach nur den Befehl gegeben. Aber ich habe noch... Why did you relocate the office? Because of a big air raid. We wanted to be underground. We also would be safe. Ja, hat gut geklappt, no? Hat gut geklappt. Mir fehlt nur noch ein Hinweis. Muss ich irgendwo übersehen haben. Ach man, mir fehlt doch nur noch ein.
can still hear the sirens in my head. They seem to last forever, but it may just have been a minute full of despair, if you survived it. Wir reden also Luftalarm. Fliegeralarm. Oh Mann. Ja, dann habe ich alles. So what you are saying is, Schickert shot the old man against Mr. Faltman's order? Exactly. That's horrible. These are brutal events you're getting to hear here. Are you sure you're up for it? Honestly, no one would think this is a job for a woman. What do you have to prove? I will file a formal complaint. Wofür? What would you like to complain about? About talking to you instead of a real prosecutor. I see. Well, if you think that's necessary, go ahead. Thank you for your time, Mr. Kiebitz. Goodbye, Miss Katz. Männer, Alter. Nee, Entschuldigung. Hier sind die ganzen Transkripte. If you have a moment, I have something for you. Klar. So, I've done some digging beforehand Yes? and found something potentially useful for you. The brewery's blueprint. I put it in your office on the corkboard. I thought it might help you to have more of a physical understanding of the crime scene. Thank you, Paula, but what can I exactly do with it? It should help you reconstruct and remember the different testimonies. On it, you can mark and note who said what, and more importantly, who did what over the course of the crime. I thought it might help you to have more of a physical understanding of the crime scene. Okay. I need some additional files. Something specific? Ja, Informationen über den Herrn One of Faltmann. the suspects mentioned something interesting about Mr. Faltman. Could you check if there was anything strange happening with his subordinates? Threats, blackmail, anything? Of course. I'll start looking. Anything else? According to the suspects, the shooting was ordered by the deceased Mr. Schwarz. But I saw no copy of such an order in the original case's files. That's weird. I'll look into it right away. Anything else? Ja, war nicht, ne? I need information on the equipment used by the local group. Weapons, mainly. As bureaucratic as the NSDAP was, they must have kept some sort of record. Of course. I'll start looking. Anything else? Sicher. Also wenn die das nicht vernichtet haben, dann ist es noch da. Also dann haben sie es auf jeden Fall, also aufgeschrieben haben die das definitiv. I think that will be it for now. I hope it can help you with the preparations for Mr. Peters. I'm sure it will. Thank you, Paula. Die haben ja sogar ihr größtes Verbrechen kleinlichst dokumentiert. Klar, weil die selber es nicht als Verbrechen angesehen haben, aber das ändert ja nichts. So, ich werde einfach mal speichern. So. Denn, ja, wir haben jetzt ja schon fast 50 Minuten. Eigentlich wollte ich euch das Spiel ja nur mal kurz anteasern ein wenig. Ja, wenn ihr möchtet, dann schreibt gerne in die Kommentare, ob ich den Rest der Demo dann noch zu Ende führen soll, ob ihr das sehen wollt. Ich weiß auch nicht, was da kommt, weil wie gesagt, ich habe nur kurz angespielt, soweit war ich beim letzten Mal nicht. Ja, dann müsste jetzt ja noch in dem nächsten Abschnitt gezeigt werden, wahrscheinlich, wie die Pinnwand genau funktioniert, damit ich das rekonstruieren kann, die Tat. Das habe ich in dem Trailer gesehen, dass das wohl geht. Und ja, also auf jeden Fall, ich finde das Spiel sehr spannend, aber ich mag sowas auch, also Anwaltsarbeit und Gerichte. Und gerade im Kontext zu der Geschichte ist das natürlich sehr spannend. Und
Ja, es ist halt auch jetzt nicht schwierig oder so. Ich mag die Grafik, auch wenn ich bin ja nun mal normalerweise nicht so der Minimalist, was sowas angeht. Aber auch hier in dem Kontext passt es halt. Und ja, ich freue mich also sehr auf das Spiel. Das steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt und wie ihr solche Spiele findet und ob ihr ähnliche Spiele kennt, die so in der Art sind. Und schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, ein Abo wäre nice. Schaut auch gerne auf meinem Kanal vorbei, wenn ihr möchtet. Da gibt es zurzeit einige Let's Plays, zum Beispiel zu Crusader Kings 3. Ja, und ansonsten gibt es auch hier noch genug zu sehen auf dem Creative YouTube-Kanal. Und natürlich haben wir auch noch Twitch, da streamen wir auch regelmäßig. Also schaut da gerne vorbei, lasst ein Follow und ein Abo da. Und das würde uns freuen. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht und hören uns vielleicht das nächste Mal wieder. Und bis dahin alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.